Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Eintopf mit Perlgraupen, Kartoffeln und Würstchen. Dafür bereiten wir zunächst das Gemüse vor, eine große Zwiebel abziehen und grob hacken. Als nächstes habe ich hier ein kleines buntes Suppengemüse, bestehend aus Lauch, Möhren und Sellerie. Den Lauch putzen, in Ringe schneiden, die Möhren schälen und in Scheiben oder kleine Stücke schneiden und den Knollensellerie ebenfalls schälen und in Stücke schneiden. Zum Schluss habe ich hier noch 500 Gramm Kartoffeln in mundgerechte Stücke schneiden und wenn das erledigt ist, einen großen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Dann kommt das vorbereitete Gemüse in den Topf, 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden darin anbraten. Und danach kümmern wir uns um die Perlgraupen, 200 Gramm insgesamt zunächst unter fließendem Wasser abspülen, so überschüssige Stärke von den Graupen abwaschen, kurz abtropfen lassen und dann ab damit in den Suppentopf. Außerdem gieße ich noch ca. 2 Liter Gemüsebrühe dazu. Hier könnt ihr natürlich auch Fleischbrühe oder Hühnerfond verwenden. Die Suppe anschließend einmal gut umrühren, dann zum Kochen bringen und für etwa 30 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen, solange bis die Graupen die gewünschte Konsistenz erreicht haben. Währenddessen schneide ich noch ein paar Würstchen für die Einlage. Ich habe hier 4 Wiener Würstchen und 2 westfälische Mettenten verwendet. Einfach in dünne Scheiben schneiden. Alternativ könntet ihr die Würstchen aber auch im Ganzen zur Suppe servieren. 5 bis 10 Minuten vor Ende der Garzeit kommen die Würstchen dann mit in den Topf. Die Suppe zu Ende garen und sobald die Graupen gar sind, die Suppe noch mit einer guten Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer sowie einem Esslöffel Senf abschmecken. Ein letztes Mal gut umrühren und dann können wir auch schon servieren. Die Perlgraupensuppe auf tiefen Tellern verteilen. Zum Schluss noch mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren und danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.